Danke. Allein hätte ich das nicht gepackt. So. Wird wärmer? Ich habe dich mit Romantik überschüttet. Ich habe alles Erdenkliche getan, um dich zu überzeugen, dass du mir vertrauen kannst. Wir bekommen eine Tochter. Ich bekomme eine Tochter, mit der ich in New York leben werde. Du willst wirklich wissen, wer sie ist? Na los, warum sagst du das jetzt raus mit der Sprache? Ich bin es. Schön, dass du wieder da bist. Du hast Angst. Ach ja? Wovor denn? Dass du mich ans Bett kettest, Fotos machst und ich morgen auf dem Cover der Glanz und Gloria lande? Mhm. Weißt du was? Mir ist gar nichts mehr peinlich und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja, das tut es. Was? Das war doch nie im Leben rot! Der hatte nicht mal berührt, ey, der fällt wie eine Spruch aus Barcelona! Hey, Entschuldigung. Oh, Fußball ist doch kein Cha-Cha-Cha. Die Blindschleiche gehört in den Zoo. Sie sind echt so cool, Frau Schneider. Ich weiß. Na, wer grinst denn da so? Na, wer spricht denn da wie mit einem Baby mit mir? So, Melde Gehorsams habe mich mit ihrer Tochter wieder versöhnt, Papa. Wir haben uns jetzt wieder lieb. Und wie lieb genau? Ich will noch das Ende vom Spiel sehen. Die Blindschleiche lässt nachspielen. Was ist denn da los? 2:2? Joan hat rot gesehen. Wir sind in Unterzahl. Ey, Leo, mach bitte, dass noch irgendein Wunder geschieht. Okay. Wie hast du das so schnell gemacht mit dem Wunder? Toll, wenn sich die Männer um einen prügeln, oder? Ja, Na, den Dunklen finde ich doch ganz schnucklig. Emilio. Ein super Typ. Ey, was? Leo. So, und was lief zwischen dir und Leonie? Zwischen Leonie und mir? Die interessiert mich überhaupt gar nicht als Frau. Jetzt lass mich mal los. Leonie ist für mich sowas wie du. Okay. Tut mir leid. Ja, ist okay. Früher war ich diejenige, die Marlene geholfen hat, dass sie Probleme hatte. Ja, früher. Früher, da hatte ich noch ein 13. Monatsgehalt. Ja, die Welt ist eine andere geworden. Und das alles nur wegen einem Mann. Also, wenn ich rausbekommen würde, dass mich deine Mutter mit einem anderen Typen... Ich glaube, ich würde den unangespitzt in den Schlossboden rammen und ihm sonst was. Also, naja, du weißt schon. Und genauso geht's auch Marlene. Am liebsten würde sie dich... In den Boden rammen. Ja. Aber sie tut es nicht. Weil ich ihre Schwester bin. Weil sie viel zu stolz dazu ist. Wie geht's denn deinem Bein? Der Arzt kommt gleich ins Gestüt und sagt mir, ob der Bänderriss endlich verheilt ist.
Und dann? Dann entscheidet der feine Herr Graf, ob du reiten darfst oder nicht? Ich weiß nur, dass ich wieder gesund bin. Und dass ich das Derby reiten werde. Und gewinnen. Was macht dich denn da so sicher? Ich bin deine Tochter. Ah, Biomöhren. Für unsere vierbeinigen Freunde. Sollte man die Viecher nicht eher ein bisschen knapp halten, damit sie Biss haben? Du hast vielleicht Biss, aber keine Ahnung, also halt dich doch einfach da raus, ja? Dafür bin ich Experte für Geldverschwendung, also kürz mal ein bisschen das Happa-Happa. Du weißt ja, auf meiner Weide gibt's keine heiligen Kühe. Ansgar, diese Auseinandersetzung, die wirst du nicht gewinnen. Was ist denn los? Warum schaust du mich denn an wie ein Reh auf der Landstraße, kurz bevor der 30-Tonner drüber fährt? Du weißt genau, dass vor dem Derby keine Chance auf schwarze Zahlen besteht. Tja, ich fürchte, dann hast du bald jede Menge Freizeit, um deine Frau zu betrügen. Machen wir es kurz. Was willst du? Ich will, dass ihr über die Rentabilitätshürde springt. Dann könnt ihr meinetwegen, solange ihr wollt, Biomöhrchen knabbern. Wir werden das Derby gewinnen. Oder besser gesagt, Dana wird das Derby gewinnen. Moment, ich dachte, die hätte ein Hinkebeinchen. Und den Willen eines Champions. Damit eins klar ist, wenn dein Champion das Rennen nicht gewinnt, dann eröffne ich hier ein Stundenhotel für singende Ex-Frauen. Ist das klar? Weißt du was? Sowas habe ich echt lang nicht mehr gemacht. Was? Jemandem beim Sex in die Augen geschaut. Du hattest recht. Ja, das kommt vor. Womit? Ich hatte Angst. Du hattest Angst vor Sex mit mir? Nein. Davor, dass du in letzter Sekunde wieder die Flucht ergreifst. Tja, manchmal bleibt ihm nichts anderes übrig als die Flucht nach vorn. Ich war unwiderstehlich, stimmt's? Sag mal, was genau hast du eigentlich gesehen, als du mir beim Sex in die Augen geschaut hast? Etwas ohne Netz und doppelten Boden. Geht ans Herz? Ich mag es nicht, wenn sich jemand von hinten anschleicht. Komm, das ist dir doch nur peinlich, von mir zu singen. Sicher, es gibt nichts Schlimmeres. Du bist mein Vater. Naja, was der endgültige Beweis wäre. Hast du mich gesucht? Nein, ich wollte eigentlich nur Flyer verteilen für meine Beratungsstunde im Zentrum. Nehmen das eigentlich viele Jugendliche wahr? Interessiert dich das wirklich oder willst du nur nett sein? Nö, ich will nur nett sein. Ah. Naja, nicht jeder hat das Glück, so jemanden zu haben wie dich. Was soll das denn heißen? Dass du Timo gut tust. Und er dir, oder? Weiß nicht. Vielleicht. Naja, im Endeffekt hat er doch kapiert, dass du dir nur Sorgen um ihn gemacht hast. Wolltest du nicht Flyer verteilen? Nö, ich habe eine bessere Idee. Nein. Halt's aus, ich bin dein Vater. Oh nee. So. Oh. Nummer 1. Danke. Und Nummer 2. Danke, komm, setz dich doch. Ich habe wirklich viel zu tun. Komm, nur einen Moment. Okay, ich will aber nichts über meine Mutter hören, ja? Sie ist sehr verletzt, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Jetzt warte doch. Diese Missverständnisse werden sich doch ausräumen lassen, oder? Es gibt überhaupt gar keine Missverständnisse. Ich will einfach nur wissen, wer mein leiblicher Vater ist. Und meine Mutter macht sofort dicht, wenn ich darüber spreche. Ich meine, wenn ich ihn finden will, dann reicht mir nicht aus, dass ich weiß, dass er blau-grüne Augen hat oder einen super Humor. Da brauche ich irgendwas Handfestes. Und ich habe das Gefühl, dass sie weniger sagt, als sie weiß. Kann es nicht sein, dass jemand deine Mutter gebeten hat, dir die Wahrheit vorzuenthalten? Wie meinst du das? Kannst du dir nicht vorstellen, dass Ricardo damit ein Problem hat? Papa? Ricardo?
Naja, es kann doch sein, dass er deine Mutter gebeten hat, dich anzulügen. Ich hätte gern noch ein Stück Kuchen. Ricardo liebt dich, wie seinen eigenen Sohn. Da greift man manchmal schon zu ungewöhnlichen Mitteln. Gib nicht nur deiner Mutter die Schuld. Tja, wir werden sehen. Und du hast dich auch überhaupt nicht verändert. Reine Notwehr. Sag mal, spinnst du? Was? Du hast ja alle Trainingseinheiten für Dionysos reserviert. Ja. Ich muss trainieren. Ich reite schließlich ein Derby. Das ist überhaupt noch nicht sicher. Mein Bein geht super und das werde ich gleich auch schwarz auf weiß bekommen. Ach, kommt der Onkel Doktor wieder vorbei? Ja, aber dich scheint es ja nicht so wirklich zu interessieren, wie deine Tests ausgefallen sind. Ich bin nicht diejenige von uns, die behindert ist. Hör mal zu. Ah, da haben wir ja gleich beide zusammen. Ich habe Dr. Breitner vor der Tür getroffen. Guten Tag, die Damen. Haben Sie die Ergebnisse dabei? Deshalb bin ich ja hier. Also, um das gleich vorwegzunehmen, Frau Erzberger. Alles in bester Ordnung. Sie sind topfit. Alles andere hätte mich auch gewundert. Und was ist mit ihr? Ja, vielleicht wollen Sie sich erst einmal setzen. Darf ich wieder mit dem Training anfangen? Ja, sagen Sie schon. Ist es wirklich so schlimm? Leider habe ich keine guten Nachrichten für Sie, Frau Wolf. Das MRT hat nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert. Was ist das? Das heißt, es ist nicht besser geworden? Es hat sich sogar verschlimmert. Ups. Ja, ups. Schon gut, Justus. Was gibt's? Ich möchte nicht indiskret sein, aber wer von den Herrschaften wohnt jetzt im Ostflügel? Niemand. Wir wissen zwar beide noch nicht so genau, wie es jetzt weitergehen soll, aber... Wissen wir nicht? Ich zumindest nicht. Weißt du es? Ja. Zumindest liegt auf der Hand, was du zu tun hast. Bitte, nicht schon wieder. Aber diesmal was Originelles, ja? Oh, schau an. Haben Sie gehört? Die Dame wünscht etwas Originelles. Ich würde es vorziehen, egal worum es sich handelt, nicht hineingezogen zu werden. Wissen Sie, Justus, er ist nicht gerade der Kreativste. Ach. Ja, gut. Okay. Sagen Sie, Justus, wissen Sie zufällig, ob Frau Linse so etwas wie Röstzwiebeln in ihrer Küche versteckt? Sie meinen diese kleinen proletarischen Dinger? Ja, genau die. Da bin ich überfragt. Also ich ehrlich gesagt auch. Und ich bin gleich wieder da. Justus, wenn Sie irgendwem von all dem hier erzählen... Gräfin, Diskretion ist mein zweiter Vorname. Das hoffe ich für Sie. Aber wir könnten es doch ganz langsam angehen. Stretchübungen, Konditionseinheiten. Mein Trainer wird mich dabei sicherlich unterstützen. Muskelaufbau. Ganz vorsichtig natürlich. Tut mir leid, Frau Wolf. Aber selbst mit einer intensiven Reha würden wir bis zum Tag des Rennens nicht den gewünschten Effekt erzielen. Das kann aber nicht sein. Ich habe die ganze Zeit diese Schiene getragen. Aber trotzdem sind die Bänder noch nicht wieder zusammengewachsen. Und solange müssen Sie unbedingt darauf achten, das Gelenk nicht zu überlasten. Das Training hier ist einfach zu viel für Sie. Hagen, jetzt sag doch auch mal was. Hilf mir. Ich trage für euch die Fürsorgepflicht. Ich werde mich nicht über Dr. Breitners Ratschläge hinwegsetzen. Aber das Derby. Ich habe die ganze Zeit davon geträumt. Ich fürchte, dass Ihr Traum von einer Profikarriere
nach dieser Verletzung geplatzt ist. Wunderschön. Ein Liebeslied. Das war doch nur Geklimper. Gefühlvolles Geklimper. Ja, wirklich, das ging unter die Haut. Das war doch nichts. Mich hat es jedenfalls sehr berührt. Und der junge Mann, für den du es spielst, der kann sich glücklich schätzen. Ich glaube nicht, dass ich mich trauen werde, jemals irgendetwas für ihn zu spielen. Ach, warum denn nicht? Na, weil er mich vielleicht auslacht? Das wird er nicht. Und wenn, ist es nicht wert. Doch, er ist es wert. Ich spreche nur ungern übers Älterwerden. Aber darf ich dir trotzdem etwas Lebenserfahrung mit auf den Weg geben? Im Leben bekommt man selten was geschenkt und manchmal muss man kämpfen. Aber wenn man etwas geschenkt bekommt, dann hat man sich das verdient. Besonders in der Liebe. Wenn du mal jemanden zum Zuhören brauchst. Danke. Ist ja völlig weggetreten, so verknallt ist sie. Schönes Gefühl, dass zwischen uns und Tanja ein ganzer Ozean liegt. Findest du nicht? Was denn? Keine Reaktion? Dabei hätte ich fast gedacht, dass dir an Tanja was liegt. Aber so bekloppt bist offensichtlich nicht mal du. Wo sind denn die kleinen Biester? Ach komm, das kann ich ja nicht mit ansehen. Hier, kauf dir was Richtiges zu essen. Oh. Danke. Könntest du mir mal verraten, was du so lange in der Küche treibst? Was machst du denn noch hier? Du willst das Originell? Du kriegst das Originell. Och, nö. Tanja? Was macht Tanja noch hier? Die Frage ist wohl vielmehr, was macht Sebastian da? Den größten Fehler seines Lebens. Können jetzt bitte alle mal die Klappe halten? Sebastian, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nimm diese Wurst weg. Das da ist keine Wurst. Das ist, und du wirst mir nicht widersprechen können, das Symbol unserer Liebe. Mit einem Hotdog hat alles angefangen und ja, bei einem Hotdog habe ich gemerkt, dass du nicht die Tanja bist, die ich zu kennen glaubte. Ja, und auch wenn ich dich schon 100-mal gefragt habe und ich dir schon mindestens 2 Ringe geschenkt habe und ich auch schon 1000-mal ein Nein kassiert habe, ich frage dich jetzt noch einmal. Also entweder ist er verrückt geworden. Oder das ist die wahre Liebe. Tanja von Lahnstein? Willst du meine Frau werden? Dann beiß in diesen Hotdog. Oh mein Gott. Du hast es nicht anders gewollt. Ja, ich will. Aber ich weiß nicht an das Denken. Kannst du mal kurz meine Wurst halten? Deshalb die Röstzwiebeln. Erst sagst du mir, ich soll mich mehr anstrengen und dann ist es dir auch wieder nicht recht. Wenn dein Puls über 80% deiner Maximalfrequenz steigt, dann ist das Training ineffektiv, Theresa. Und was soll ich deiner Meinung nach bitte tun? Hey, ich habe schon gehört, wie es gelaufen ist. Es tut mir echt leid, dass es nicht klappt. Danke. Mir tut's auch leid. Hey,
Es ist so unfair, nur weil der Sattel nicht gehalten hat. Ich habe von der Firma immer noch kein Feedback bekommen, ja? Der hat mir versprochen, den Sattel zu kontrollieren und sich sofort zu melden, wenn er Materialfehler gefunden hat. Das bringt doch jetzt auch nichts mehr. Ich sag da nur selber Schuld. Der zu blöd ist, sich auf dem Pferd zu halten, der soll's lieber bleiben lassen. Von heute an wirst du dich nur noch um Theresa kümmern, okay? Wir checken gleich nochmal deinen Trainingsplan. Ich bin ein Wettkampftyp, kein Trainingstyp. Ich denke, da lässt sich noch die ein oder andere Stelle optimieren. Hören Sie bitte auf seine Anweisungen. Wir müssen das Derby gewinnen, sonst... Was sonst? Na, nichts. Du bist immer noch sauer wegen dem Bali. Julia, ich bin nicht sauer. Die Situation ist nur die, Ich weiß. Timo redet nicht mit uns, weil er die Welt nicht mehr versteht. Wir zwei streiten nonstop aus unerfindlichen Gründen, was wir früher nie getan haben. Und deine Mutter gibt sich alle Mühe, die Situation auch noch zu verschärfen. Hallo. Timo. Hey, Stör ich? Quatsch, setz dich. Ich bin froh, dass du da bist. Ich habe mir Sorgen gemacht. Tja, ich habe ein bisschen Zeit für mich gebraucht. Es hat mich einfach angekotzt, dass du mir nicht sagen willst, wer mein richtiger Vater ist. Aber ich habe nachgedacht und ich weiß jetzt, warum du mir die Wahrheit nicht sagen willst. Du hast es ihr verboten. Ich hab bitte was getan? Timo, ich kann dir versichern, dass ich deiner Mutter nie irgendetwas in... Ricardo, das ist okay. Ich verstehe es auch irgendwie. Und ich verstehe auch, dass du da mitspielst, aber... Du brauchst keine Angst haben, dass du mich verlierst. Egal, wer mein Erzeuger ist, du bist und bleibst mein Papa. Daran wird sich auch nichts ändern. Macht euch einfach keine Sorgen um mich, ja? Also, wer ist mein leiblicher Vater? Ich pack's einfach nicht, dass du mir schon wieder diese bescheuerte Geschichte vom One-Night-Stand erzählen willst. Weil ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Ich kenne seinen Namen nicht und ich wüsste auch nicht, wie ich den nach so vielen Jahren noch in Erfahrung bringen So soll. ein Bullshit! Und deshalb liegst du mit deiner Vermutung auch vollkommen daneben. Ricardo hat mich nicht zum Stillschweigen gezwungen. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass ihr beide mich von vorne bis hinten verarscht. Timo, ich möchte nicht, dass du so mit deiner Mutter redest. Meiner Mutter, ey, wenn die überhaupt meine Mutter ist, wer weiß, was sie mir noch für Lügen aufgetischt hat. Jetzt gehst du zu weit. Ich gehe zu weit, ich habe noch nicht mal angefangen. Dann ist dieses Gespräch hier und jetzt beendet. Wie wär's, wenn ihr euch beide erstmal beruhigt, bevor ihr weiterredet? Ich hab den Schuss nicht gehört, hä? Ich will wissen, wer mein Vater ist. Ich kann es dir nicht sagen, verdammt nochmal. Ey, ich kann einfach nicht glauben, dass du mit irgendeinem Typen einfach ins Bett springst, ohne seinen Namen zu kennen. Es war nun mal so, es tut mir leid. Ey, aber... Nein, Timo, es reicht. Wenn ich dir sage, dass ich seinen Namen nicht kenne, dann ist das so. Also akzeptiere das bitte und hör auf, mich mit diesem Thema zu nerven. War das schon immer so? Dass du mit irgendwelchen Typen direkt von der Straße ins Bett gesprungen bist? Hast du dafür Geld genommen, ha? Oh. Lieber Timo, wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Hallo Timo, ich wollte dir heute mal sagen, wie schön ich es finde, dass wir beide uns hier getroffen haben. Ist klar. Please believe me when I say these little moments that we share are so precious. I hope you care. You must believe me when I say So, ich mache für heute dann Feierabend. Hast du dich schon von Dionysos verabschiedet? Ich war bei ihm, ich habe mich nicht verabschiedet. Ich bin hier immer noch Pferdewirtin. Sag mal, du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, du hättest gegen mich eine Chance, oder? Ich reite besser als du. Ich weiß das und du weißt das auch. Sagt wer? Der Chef? Der schmiert dir doch nur Honig ums Maul, weil du mit ihm in der Kiste warst. Das ist nicht wahr.
Und dabei hättest du dir die ganze Nummer auch sparen können. Nur um einmal ein Rennen zu reiten, hast du die Ehe deiner Schwester zerstört. Und dabei hat's nicht mehr funktioniert. Ziemlich mieses Karma. Alles, was du anpackst, geht schief. Die geborene Verliererin. Was war hier los? Die ist ganz schön empfindlich. Wenn ich noch mal sowas mitkriege, ja? Dann feuern Sie mich. Tun sich keinen Zwang an. Ich fürchte nur, Sie brauchen mich momentan mehr als ich Sie. Wo bleibt mein Ring? Dein Ring? Naja, wenn ich dich schon heirate, darf ich ja wohl einen Klunker erwarten. Wie gesagt, ich habe dir schon 2 Ringe geschenkt. Aber gut, wenn du so auf diese Tradition bestehst, dann gib mir einen zurück und ich steck dir den an den Finger. Pass auf. Neuer Antrag, neuer Ring. Und tauch vor dem Altar nicht wieder mit so einer Wurst auf, ja? Ja, möchtest du doch eine? Ich kann gerne in die Küche zurückgehen Danke. Mir ist jetzt schon schlecht. Wie? und... Alles in Ordnung? Stimmt was nicht? Fühl mal. Es bewegt sich. Ja, es bewegt sich. Das war doch jetzt echt zum Schreien komisch, oder? Hey, Jana! Hi! Hallo. Ihr wart zusammen einkaufen? So sieht's aus. Hast du geweint? Es geht schon wieder. Hey, lass uns mal weitergehen, sonst machen noch die ganzen Läden zu, ja? Okay. Okay, tschüss. Ciao. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Auch wenn ich weiß, dass du nicht sonderlich viel von Tanja hältst. Ich hoffe, du hast einen guten Einfluss auf sie. Das hoffe ich auch. Schön, dass sie sich endgültig für dich entschieden hat. Allerdings hatte sie kaum eine andere Wahl. Ja. Ich glaube, sie fand den Antrag mehr als peinlich. Was wiederum dafür spricht, dass es genau das Richtige war. Also, ich fand den Antrag originell. Und sehr bewegend. Das heißt, du freust dich für mich? Ja. Weil ich sehe, dass sie dich glücklich macht. Das bedeutet mir sehr viel. Sebastian, was auch immer zwischen uns war, du bist mein Sohn. Und ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Hör auf damit, Anna. Hör auf! Gib sie einfach Theresa, ich brauch sie sowieso nicht mehr. Das ist doch Quatsch und das wirst du auch einsehen, wenn du dich wieder beruhigt hast. Ich bin ruhig. Außerdem, was machst du überhaupt hier? Ich will dich genau vor dem abhalten, was du gerade vorhast. Ach ja? Und was habe ich vor? Du willst alles hinschmeißen. Und wenn? Die Nummer ist doch für mich sowieso gelaufen. Mehr Energie verschwenden lohnt sich nicht. Nur weil Dr. Breitner dir dieses Derby verboten hat, heißt das noch lange nicht, dass für immer alles vorbei sein muss. Weißt du, ich wollte nur... Ich wollte nur einmal zeigen, was in mir steckt. Nur ein einziges Mal. Dann machst du es beim nächsten Mal. Nein.
Es wird kein nächstes Mal geben, verstehst du? Und jetzt geh. Bitte geh. Nein. Timo, hier ist Mama. Wenn du das hier abhörst, es tut mir leid, was passiert ist. Ich wollte das nicht. Bitte, ich würde so gern mit dir darüber reden. Also ruf mich an. Ich schäme mich so. Ich weiß. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Wie konnte ich das tun? Ihr habt beide Dinge gesagt, die ihr bestimmt nicht so gemeint habt. Trotzdem, sowas darf nicht passieren. Ich habe ihn 17 Jahre lang großgezogen und ich habe ihn nie geschlagen. Nicht ein einziges Mal. Jetzt macht ihr nicht zu viele Vorwürfe. Der Junge hat sich auch eindeutig im Ton vergriffen. Das wird er mir nie verzeihen und ich mir erst recht nicht. Er wird dir verzeihen. Ich habe Angst, dass er mich nie wiedersehen will. Ach, Julia. Meinst du, ich soll ihn noch mal anrufen? Ich glaube, es ist besser, wenn du ihm noch ein bisschen Zeit gibst. Hör auf, bitte hör auf. Tut mir leid. Du weißt genau, dass ich das nicht will. Warum kapierst du es nicht endlich? Ich versuche hier krampfhaft mein Leben hinzukriegen und du kommst immer wieder an und machst alles kaputt. Das war nicht meine Absicht. Warum lässt du mich da nicht einfach in Ruhe? Weil ich glaube, dass du jemanden zum Reden brauchst. Ich wollte für dich da sein. Weil du noch nicht genug Schaden angerichtet hast. Verschwinde einfach aus meinem Leben. Ich will dich nicht mehr sehen. Dana. Verschwinde! Hi. Hey. Dana, was ist denn los? Ich war gerade shoppen mit meiner großen Schwester, Marlene, ja genau. Ey, ich habe so ein cooles Teil gekauft. Ja, aber das gehört jetzt leider mir. Marlene. Marlene. Hey. Tanja, was machst du denn hier? Du wirst es nicht glauben, aber ich habe dich gesucht. Und deine Mutter hat mir verraten, wo du steckst. Okay, ich habe dich nur schon längst in New York vermutet. Was ist passiert? Was soll passiert sein? Hallo? Du wolltest hier alle Zelte abbrechen und in New York ein neues Leben beginnen. Jetzt dackelst du mir durch die halbe Stadt hinterher und grinst wie ein Honigkuchenpferd? Also, na ja. Na los, spann mich nicht länger auf die Folter. Ich will Fakten. Sebastian und ich haben uns versöhnt und wir werden heiraten. Nein, das ist ja fantastisch. Ja, sag's ruhig. Ihr liebt euch. Du kleine Bühnenschlampe, hast das immer gewusst. Und, wann soll es soweit sein? Also, ehrlich gesagt, so bald wie möglich. Deswegen wollte ich auch mit dir sprechen. Pass auf, es muss perfekt werden, genauso wie ich es geplant hatte. Ja, das gesellschaftliche Highlight des Jahres. Na ja, hallo, der Tag muss in die Geschichte eingehen. Also Presse wird da sein und so höchstens 400 Gäste. Aber wie bitte willst du 400 Gäste in der Kapelle von Schloss Königsbrunn unterbringen? Na, die wichtigen Persönlichkeiten haben natürlich einen Platz und die anderen, na, die gucken halt auf einer Leinwand im Park. Wow. Naja, man heiratet nur ein paar Mal im Leben. Marlene, könntest du dir vorstellen, eine Trauzeugin zu sein? Nee, oder? Also ich werde nicht drum betteln. Nein, du hast für mich die absolut beste Wahl getroffen. Und vermutlich auch die einzige. Okay, also heißt das jetzt ja? Ja, natürlich. Du bist doch meine Freundin. Oh mein Gott, ich freue mich so. Übrigens, herzlichen Glückwunsch nochmal. Wann ist es soweit? Den alten Termin können wir natürlich nicht einhalten, aber
Der Nachholtermin soll schon in einer Woche stattfinden. Was, so schnell? Aber nur im ganz kleinen Kreis. Nein, das volle Programm. Ihr habt doch nicht etwa immer noch ein Problem damit, dass ich Tanja heirate? Nein, Sebastian, das ist es nicht. Nein, wir denken nur, im Moment ist kein guter Zeitpunkt für eine ausgelassene Feier auf Schloss Königsbrunn. Wegen Helena und Nico. Tja, die Lahnsteins tanzen auch auf Gräbern. Wäre doch eine schöne Schlagzeile. Da hat Ansgar mal ausnahmsweise recht. Ja, ich weiß. Da ballert er echt in der allerletzten Sekunde den Ball genau ins Netz. Und diese zuckersüße Vorschneider war hin und weg. Hey, mein kleiner Freund, was ist denn los? Erst verpasst du das Spiel und dann die Party. Hey, was siehst du nur für eine Fresse? Meine Eltern. Was ist denn jetzt schon wieder? Ist egal. Wollen wir jetzt so richtig Party machen? Hey, wir können doch erst mal rausgehen und eine Runde quatschen. Quatschen? Emilio, was an so richtig Party hast du nicht verstanden? Noch ein, bitte. Hi, ich bin Jen. Du machst einen Rückzieher? Nein! Ich fass es nicht. Erst machst du diese Show mit der Wurst und jetzt willst du mich nicht heiraten. Natürlich will ich dich heiraten. Hat Papi sein Veto eingelegt und du spurst wie ein Hündchen? Kannst du mir bitte einmal zuhören? Also eigentlich hätte ich es wissen müssen. Du wolltest mich nämlich von Anfang an nicht heiraten. Dir ging's darum... Kannst du jetzt endlich mal aufhören, dich wie so ein Rumpelstilzchen aufzuführen? Wie bitte? Ich liebe dich und ich will dich heiraten. Aber? Ich habe keine Lust auf so eine überzogene Feier auf Schloss Königsbrunn. Mit Hunderten von Gästen und einer ganzen Horde von Paparazzi. Worauf hast du dann Lust? Mallorca. Nur du und ich. Und ein Priester. Was sagst du? Ja, hättest du kein Problem damit, auf deine ganze nervige Verwandtschaft zu verzichten? Nein. Sag ja. Ja. Wirklich? Nuschelig? Ja. Wow, der Abend ist gerettet. Meine Lieblingschika gibt sich die Ehre. Wenn auch wirklich ein bisschen spät. Hi. Kann ich dir was zu trinken holen? Lass mal. Ich wollte eigentlich nur kurz zu Timo ihm was geben. Hast du den irgendwo gesehen? Timo ist irgendwo da draußen, aber warte kurz. Ich muss zum DJ, denn es wird langsam Zeit für eine Runde Dirty Lambada. So, noch 2 Songs und du kannst dich um den Verstand. Ich wollte eigentlich gerade los. Hey, Sia Mallorca hat gewonnen und das nur, weil du irgend so ein Wunder gezaubert hast. Also, wenn ich jetzt verdammt. Heißt du Milch mit Honig? Ja, ich dachte, es hilft vielleicht. Tut's nicht wirklich, aber danke. Ich mach auf, wenn das Hagen ist. Ich will ihn nicht sehen. Lass ihn bloß nicht rein. Danke, dass Sie uns angerufen haben. Kommen Sie rein. Tja, das ist wohl für dich. Ich bin in meinem Zimmer. Ihr Satz. Warum rufst du uns denn nicht selbst an, wenn du uns brauchst? Ich wollte nicht, weil ich...
Ich dachte, ihr seid immer noch sauer. Egal, was passiert, mein Schneckchen. Du bist immer unsere Tochter. Und? Hast du noch mal mit Dana gequatscht? Ihr geht's ziemlich beschissen, ne? Das war noch untertrieben. Sie hätte echt ein Champion werden können. Das war ihr großer Traum. Und umso größer ist die Enttäuschung, wenn aus der Profikarriere nichts wird, ich weiß. Muss sie denn immer wieder eins draufkriegen? Hat Dana nicht schon genug mitgemacht? Es muss doch etwas geben, wie man ihr helfen kann. Irgendein Mittel, damit sie wieder reiten kann. Du meinst beim Derby? Ich weiß ja, dass das Quatsch ist. Dr. Breitner hat's verboten und das war's dann. Also ich habe da noch mal so ein bisschen im Internet recherchiert, Hagen. Bei einem Bänderanriss darf Dana den Knöchel belasten, sie darf ihn nur nicht überlasten. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich was bringen würde, aber... Aber was? Ich habe so einen Bericht gelesen über einen orthopädischen Schuhmacher, der sich ausschließlich auf Reiter spezialisiert hat. Und du meinst, der könnte Dana helfen? Hagen, ich will dir keine Hoffnung machen, aber diese Stiefel, die er herstellt, das sind angeblich orthopädische Meisterleistung, reine Maßanfertigung. Und alle Erfahrungsberichte, die ich gelesen habe, die waren positiv. Name und Adresse. Justus, es sind dann noch 3 weitere Koffer oben. Nur noch 3. Ja. Tanja, wir fahren für 3 Tage nach Mallorca und nicht für ein halbes Jahr in den Himalaya. Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Man muss jederzeit mit einem Kälteeinbruch rechnen. Hast du die Tickets? Mhm. Gute alte Touristenklasse. Ansgar der Großkotz hat uns ja den Firmenjet freundlicherweise verweigert. Ja, aber er kann unsere Hochzeit nicht verhindern. Eben. Ich kann das aber. Was soll das heißen? Ach, Sebastian, ich kann dich nicht heiraten. Also jedenfalls nicht so. Tanja, das glaube ich jetzt nicht. Ich dachte, zwischen uns ist alles geklärt. Ja, aber es gibt noch eine Sache, die ist noch nicht aus dem Weg geräumt. Die Verzichtserklärung. In der du dich bereit erklärst, das alleinige Sorgerecht für unsere Tochter an mich abzutreten. Na, gib zu, du hattest kurz Schiss. Mach das nie wieder. Mallorca, wir kommen. So, gleich geht's los. Das Geheimnis des Dirty Lambada ist die Hüfte. Es ist ein bisschen wie Sex im Stehen. Ach, übrigens sind vor 10 Minuten ein paar Außerirdische auf dem Kirchplatz gelandet. Die pflanzen sich gerade mit Hunden vor. Toll, oder? Ja, du hörst mir überhaupt nicht zu. Ja, sorry, aber ich muss jetzt unbedingt mal Timo finden.